do now is I'm going to do a short overview of the history and the background of the I-Code 2, how it came about. Ich werde euch jetzt einen kleinen Überblick geben über die Geschichte und den Hintergrund des I-Code 2, wie der entstanden. The history of looking at the iris goes back hundreds of years. Die Geschichte der Betrachtung einer Iris liegt viele hundert Jahre zurück. And just like in all aspects of health and consciousness, depending on which culture was looking at the iris, they had a different viewpoint. Und es geht um die Gesundheit, es geht um das Bewusstsein und abhängig davon, in welcher Kultur eine Iris betrachtet worden ist, gibt es da verschiedene Betrachtungsweisen. So an example of that was the application of Polsky's, the Hungarian physician, and the German application of what he saw in the iris. It became a very physical, material-based diagnosis. Then one Polsky, what's his name? An Hungarian doctor. Es gibt diesen ungarischen Arzt, One Polsky, I think his name. das ist sein Name, und er hat die Iris betrachtet auf einer sehr körperlichen Ebene. And the story goes that he had a bird that was wounded and had a leg broken, and he saw the changes in the iris over time, so the story goes. Da gibt es diese Geschichte, dass er einen Vogel hatte und er hat sich die Augen des Vogels angeschaut und der Vogel hatte einen gebrochenen Haxen und das hat man im Auge gesehen. And so the application of that was, I can look into the eye and I see a map of the whole body. Und die Anwendung dessen war, ich kann in das Auge schauen und den ganzen Körper sehen. And each part of that map is a part of the whole body that I can identify. Is it sick? Is it broken? Is it ill? Is there disease? That was the application. Und das ist eben dann so gesehen worden wie eine Landkarte des ganzen Körpers und dann konnte man eben diese verschiedenen Abschnitte betrachten und schauen, ob da Krankheit da ist oder ob etwas gebrochen ist oder wie der gesundheitliche Zustand des Körpers ist. Das war die Anwendung dessen. So in Germany that was called iris diagnosis. In Deutschland wurde das dann Iris-Diagnose genannt. In America, even to this day, it's called iridology. Und in Amerika wird es bis heute Iridologie genannt. And the conventional, what you could call the Schul medicine iridology, or iris diagnosis, is very physical. Und die konventionelle, man könnte auch sagen, die schulmedizinische Betrachtungsweise der Iris-Diagnostik oder der Iridologie, das ist eben sehr körperlich. But as you watch the progression of that application, practitioners started talking more about the physical and consciousness. You could sort of feel it in the writings and in the conversations. They recognized that there's a human being behind the structure. Aber das ist dann so weitergegangen, dass man das auch nachlesen kann, dass die Leute, die die Iriden betrachtet haben, dann angefangen haben, das auch zu sehen, dass es da einen Menschen gibt, dem diese Iris gehört. Also es wurde dann mehr und mehr auch noch über das Bewusstsein dieses Menschen gesprochen. And so there are practitioners now who I'll be meeting again in about 3 weeks in America who sound and speak like I speak about the iris, but they're very physically oriented, but they already have the awareness. You can see it starting, they're getting the connections. Und da gibt es diese Practitioner in Amerika zum Beispiel und in 3 Wochen werde ich etliche davon treffen und die sprechen genauso über die Iris, wie ich es tue, aber sie haben eben diese wirklich physische Herangehensweise, aber man bemerkt, dass sie in ihrem Gewahrsein auch schon so diese anderen Verbindungen zum Bewusstsein haben. But if you jump on a jet and fly immediately to Tibet, they can look at the iris in a totally different way. Aber wenn man in ein Flugzeug steigt,
jetzt steigen würde und nach Tibet reisen würde, dort wird die Iris ganz anders They betrachtet. look at it as delicate channels of energy, and they're connected to the pulse, and they do Tibetan pulsing from the iris, and a very different approach. Also da werden die Energiekanäle betrachtet und da wird dann der Puls auch noch dazu genommen und dann gibt es dieses tibetische Pulsing, das anhand der Iris gemacht wird. Also es gibt da eine ganz andere Herangehensweise. And then there are people like Demi Ray Johnson who started RAID. Und dann gibt es Leute wie Daniel Ray Johnson, der die RAID-Methode gegründet hat. And what he did was, he was a real hippie in these days, Und was er gemacht hat, er war ein richtiger Hippie damals. like me. So wie ich. And he had this old Volkswagen camper, this old boxes, Einen Camperbus. combi transporter, the old one with a roof, and he'd travel around America with a little loop, and all he would do is look into people's irises and make notes. Und er ist in diesem VW-Bus, ist er durch Amerika gereist und hat eine Lupe mit sich geführt und hat den Leuten in die Augen geschaut und hat Notizen gemacht. And he claims he knows nothing about iridology or iris diagnosis. He claims. Und er behauptet von sich, dass er nichts über Iris-Diagnose oder Iridologie So weiß. he was not influenced at all. Also wurde er davon nicht beeinflusst. He claims he just got the information. He just made pictures and saw patterns and he clustered them into a classification. Und er behauptet, dass er einfach die Informationen erhalten hat. Und er hat Bilder gemalt und hat die Informationen, die er eingesammelt hat, einfach in bestimmte Cluster zusammengefügt. And he was one of the first people to begin to use psychological terminology to describe the iris. Und er war einer der ersten, der psychologische Termini verwendet hat, um die Iris zu beschreiben. He even linked it, like we've done today, to nature. Und er hat auch die Iris, so wie wir das heute gemacht haben, zur Natur in Verbindung gesetzt. And he made a very big jump that had not been spoken in the Western world. I believe it was done probably in the Tibetan approach. Und er hat einen großen Sprung gemacht. In der westlichen Welt hat man darüber nicht gesprochen, aber ich glaube schon, dass man darüber in Tibet zum Beispiel And this is gesprochen hat. his quote. Und er hat Folgendes gesagt. Changed a little bit by me. Also ich habe es ein bisschen verändert. The iris is the materialization of light. Die Iris ist die Materialisation des Lichts. It's light, only light, that has been materialized. Die Iris besteht aus Licht, aus materialisiertem Licht. So someone said to him, and I was there, but what would happen if this person was enlightened? Und jemand hat ihn gefragt, ich war damals dabei, was ist, wenn jemand erleuchtet ist? What would the iris look like? Wie würde die Iris eines erleuchteten Menschen And he anschauen? said, it would be all light. Und er sagte, die Iris würde dann nur noch aus Licht bestehen. You wouldn't see materialized structure, you would see light. Du würdest sie dann nicht mehr sehen, weil da wäre keine materialisierte Struktur, sondern es wäre alles nur noch Licht. And I can tell you from my photographic experience, there are people that demonstrate variations of light. Und aus meiner Fotoerfahrung kann ich das sagen, dass es da Leute gibt, die diese Variationen von Licht demonstrieren. It's a form of light expression. Das ist eine Form von Lichtausdruck. It's to do with aliveness, Es hat zu tun mit Lebendigkeit, presence. mit Präsenz. The more present the person is, the more light is emanating from the eye. Je präsenter ein Mensch ist, desto mehr Licht wird ausgestrahlt von der Iris. So Danny Johnson made a very big contribution in the Western world, the big jump from iris diagnosis iridology to the psycho-spiritual analysis.